Erlebnisbericht über ein 8 Tage langes Cycling Camp auf Mallorca, organisiert vom Sac Alobra Cycling Club Chef Aurélien. The plan is we don't have space in the van, so you have to come back. Sorry. Aurélien vertritt die Idee, dass man in einem Cycling Camp eine professionelle Rennrad-Experience haben soll. Darüber hinaus hat er nicht nur ein 370er FDP, sondern macht einem vor den Touren auch noch höchstpersönlich den morgendlichen Kaffee. Wenn ihr daran interessiert seid, den Tourenplan, das Equipment, ein Erlebnisbericht über 3 der Hauptstages, wie man Nachsorge nach so einem Camp betreiben kann und was das Ganze leistungsmäßig mit mir gemacht hat, erfahren wollt, dann bleibt jetzt bei dem Video dran. Viel Spaß! Kurz zu mir. Ich bin 38 Jahre alt, fahre seit etwa 4 Jahren Rennrad auf der Straße. Ich komme nicht vom Mountainbike oder Gravelsport. Ich komme aus einer völlig anderen Sportart, dazu an einer anderen Stelle mal vielleicht mehr. Wiege 80 Kilo und habe einen FDP von rund um 300. Ich nehme hier an regionalen RTFs teil und fahre das ein oder andere Jedermann-Rennen. Und mir war es wichtig, aus dem Trainingscamp eine Leistungssteigerung mitzunehmen und neue Impulse für mein Training zu finden. Deswegen habe ich bei Google nach einem leistungsorientierten Trainingscamp geschaut, bin direkt beim Sac Alobra Cycling Camp fündig geworden und war am Ende überrascht, wie nah das Erlebnis an meinen Erwartungen war. Es hat ziemlich viel gepasst. Die Location hat gepasst, die Gruppendynamik hat gepasst und insgesamt war die Gesamtstruktur des Camps, die dazu geführt hat, dass ich tagtäglich meine Leistung abrufen konnte, etwas, was mich am meisten beeindruckt hat. Starten wir direkt mit der Unterkunft. Wir waren in einer Stadtvilla, die ausgelegt war auf 12 Personen, in Pollença untergebracht. Das sind etwa 45 Autofahrminuten von Palma entfernt. Pollença ist als Location strategisch super im nördlichen Tramontana-Gebirge gelegen, wodurch sich relativ einfach zum Beispiel das Cap Fermentor erreichen lässt, Sac Alobra als Bucht und man sinnvoll, wenn man einen Loop fahren möchte, bis nach Soler oder sogar Valdemossa runterkommt. Und wenn man die Möglichkeit nutzen möchte, nicht im Gebirge, sondern flach zu fahren, kann man entsprechend in den Osten rausfahren und muss keine Berge überqueren. Darüber hinaus wurde für All-Inclusive Verpflegung gesorgt. Das hat alle Getränke und alle Speisen mit eingeschlossen. Das gilt sowohl on als auch off the bike. Und das Ganze wurde präpariert von einer persönlichen Köchin. Spezielle Anforderungen wurden auch berücksichtigt. Ich bin zum Beispiel vegan und für mich wurde entsprechend separat gekocht. Der Tourenplan umfasst 6 Touren über etwa 500 Kilometer und etwa 8.000 bis 9.000 Höhenmeter. Am ersten Tag geht's los mit einem FDP-Test im Rahmen einer 3-Stunden-Fahrt. Der zweite Tag ist so eine Art Brückentag, der dann auf den dritten Tag die Queen Stage hinleitet. Am 4. Tag gibt es einen sogenannten Pausetag, ich nenne ihn mal Caffeine Ride, weil der Chef an dem Caffeine Ride Tag die letzten 5 Kilometer in Ausscheidungsfahren anberaumt, an dem dann jeder teilnehmen kann, wenn er noch die Beine hat oder Bock hat, sich richtig die Sporen zu geben. Am nächsten Tag geht es dann in das Sac Alobra Race. Und den Abschluss gibt es dann am Cap Fermentor im Rahmen einer idyllischen Fahrt zum berühmten Leuchtturm auf Mallorca. Als nächstes gehe ich auf 3 der Schlüsselfahrten etwas mehr im Detail ein. Fangen wir also mit dem ersten Tag, dem FDP-Test, an. Der FDP-Test wird im Rahmen einer 3-stündigen Fahrt durchgeführt. Wir fahren also los aus Pollença Richtung Alcudia, fahren dann durch Sa Pobla und haben dann einen Primer-Anstieg in Santa Magdalena. Dieser Anstieg wird mit etwa 100% der gedachten an der Stelle FDP-Leistung absolviert, die man in das Camp mitgebracht hat. Und nach etwa 2 Stunden und 50 Kilometern erreichen wir dann den Sabataya-Anstieg, auf dem dann der FDP-Test durchgeführt wird. Der FDP-Test läuft mit 2 Optionen ab. Die erste Möglichkeit ist es, ganz klassisch 20 Minuten seine beste Leistung an dem Hang zu drücken. Und die nächste Möglichkeit ist, weil Sabataya für die meisten irgendwo zwischen 20 und 25 Minuten lang ist, den gesamten Anstieg bis oben zur Repsol-Tankstelle zu fahren und dann seine Leistung darauf basierend auf dem gesamten Anstieg zu schließen. Da kann der Coach einem bei helfen und das ist genau das, was die meisten von uns entsprechend auch gemacht haben.
An dem Queen Stage Tag gab es im Wesentlichen 3 Anstiege zu bewältigen. Wir fuhren raus aus Pollença relativ flach, bis wir in Alaro angekommen waren, und dann ging es in den Col d'Orient. Weil wir jetzt vom ersten Tag unsere FTP-Daten errechnet hatten, hat uns der Chef entsprechende Benchmarks mitgegeben, an die wir uns halten sollten, damit wir uns nicht komplett auspowern, bis es zum Hauptanstieg ging. Weil der Hauptanstieg für den Queen Stage war der Puig Major. Der wollte allerdings erst einmal noch erreicht werden. Das heißt, in den Col d'Orient sind wir mit einer Leistungsangabe zwischen 80 und 95% unseres FTP-Werts reingefahren. Das gleiche, nachdem wir dann quasi über Bunyola in den Col de Soler gefahren sind, von der Palma-Seite, galt auch für den Col de Soler. Das heißt, auch hier mit einer Leistungsorientierung zwischen 80 und 95% des FTP in den Col. Und dann sind wir abgerollt zum Startpunkt unseres Hauptevents für die Queen Stage, nämlich den Puig Major. Von der Soler-Seite komplett hochfahren. Das ist der höchste Anstieg auf der Insel. Und die Maßgabe war es, diesen Anstieg mit 95% seines FTP-Werts zu fahren. So, das war erstmal die Richtung. Danach als wir dann oben angekommen sind, war dann das Hauptziel für den Tag erreicht, und der Rest der Queen Stage, war dann im Prinzip einfach nur noch ein Nachhause-Rollen. An dem 5. Tag ging es zum Sa Calobra Race. Das heißt, in einer Tour sind wir aus Pollença dann den Col de Femenia hochgefahren und haben uns dann auf den Weg Richtung der Sa Calobra Bucht gemacht, die wir dann nach etwa 48 Kilometern erreicht hatten. Da waren wir schon 3 Stunden auf der Straße. Nach diesen 3 Stunden sollten wir dann so doll wie möglich Sa Calobra hochfahren. War ja natürlich ein Rennen. Die Leistungsangabe war 102 bis 105% des eigenen FTP-Werts. Was für mich in dem Fall etwa 305 Watt hieß. Unten angekommen war es relativ kühl, das heißt, alle haben gezittert, haben sich aber trotzdem ausgezogen, weil ab da ging dann natürlich ging es dann bergauf. Das heißt, man wollte relativ wenig Kleidung anhaben, und dann haben wir einfach Vollgas uns den Berg hochgekämpft. Oben gab es dann eine kleine Siegerehrung, und dann sind wir relativ entspannt wieder zurück nach Pollença gerollt. Grundsätzlich kann man zu dem Fahrtrhythmus der Touren sagen, dass wir im Wesentlichen als Gruppe zusammengefahren sind. Unterschiedlich waren die Gewichtsklassen, die FTPs, also die Leistungswerte, das Alter der Truppe und auch die Fähigkeiten, in einer Gruppe zu fahren. Der Chef hat das ziemlich gut moderiert. Im Flachen ging das relativ gut, da sind die starken Fahrer einfach von vorne gefahren und haben dem Wind die Stirn geboten, und alle anderen sind im Windschatten daher. Wir haben entsprechend das Tempo so reguliert, dass alle mitfahren konnten. Das war natürlich für die leichten Fahrer mit einem niedrigen FTP im Flachland an Stellen trotzdem relativ herausfordernd. Wir haben es aber geschafft, alle Leute immer mitzunehmen. In den Anstiegen war es sowieso immer so, dass jeder seine eigene Leistungsangabe hatte und die Anstiege dann entsprechend der Leistungsangabe gefahren ist. Manchmal hat es natürlicherweise gepasst, dass 2 oder 3 Fahrer zusammengefahren sind und sich vielleicht auch ein bisschen gegenseitig die Stirn geboten haben. Aber meistens ist es so, dass man da alleine unterwegs war. Also es gab obwohl es ein sehr, sehr heterogenes Leistungsbild gab, einen ziemlich harmonischen Fahrtenverlauf. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen der Erfahrung des Chefs geschuldet, der das Ganze dann entsprechend so zusammen moderiert hat. Okay, kommen wir zu dem 3. Kapitel, nämlich dem Equipment und alles, was so drumherum um das Camp war. Also fangen wir mal mit dem Fahrrad an. Das Fahrrad war Teil des Camps. Das heißt, jeder, der nicht sein eigenes Fahrrad mitbringen wollte, der konnte ein Leihrad von der Organisation bekommen. Und das war im Preis entsprechend inkludiert. Wer sein eigenes Fahrrad mitgebracht hat, hat einen 80 € Discount bekommen. Ich habe das gemacht, weil ich mein eigenes Fahrrad lieber fahre als ein Leihfahrrad. Das habe ich jetzt in mehrjähriger Erfahrung herausgefunden. Alle Fahrräder sind recht hochwertige Carbonräder.
Einige kommen mit höher aufbauenden Carbon-Felgen. Das ist allerdings mehr dem Zufall geschuldet. Wenn man sich das wünscht, dann kriegt der Chef das sicherlich auch organisiert, weil es alles recht klein und familiär und unheimlich unterstützend ist innerhalb der Gruppe. Wir hatten ein Begleitfahrzeug, das war unheimlich angenehm. Das war wahrscheinlich eine der Sachen, die ich vor dem Camp deutlich unterschätzt hatte. Ein Kollege, also das gehört zu der Organisation dazu, fährt das Begleitfahrzeug. Das heißt, man muss sich vor der Fahrt nicht 100% sicher sein, wie das Wetter für den Tag wird oder wie man sich für das Wetter entsprechend anziehen möchte und kann Sachen in den Rucksack schmeißen. Dadurch, dass es regelmäßige Verpflegungsstopps gibt es auch die Möglichkeit, an das Auto ranzugehen und seine Kleidung zu wechseln. Dann für die Administrative gibt es natürlich ein Safety Briefing und eine Einweisung, wie man in einer Gruppe fährt, was die Handzeichen sind, was man macht, was man nicht macht, wie man Windschatten hält und Tipps und Tricks. Das ist das, was der Chef einem vermittelt. Das ist der Teil, wenn man in einer Gruppe fährt oder bereits Erfahrung hat, in einer Gruppe zu fahren, ist das der Teil, der relativ langweilig ausfällt, weil weiß man ja sowieso schon alles. Was auch zusätzlich vermittelt wird, wenn man das noch nicht gewohnt ist, an meinem Rad ist es dran, ist ein Powermeter. Das heißt, für einige Teilnehmer dieses Camps war es das erste Mal, dass sie mit einem Powermeter gefahren sind. Das ist dem Coach im Rahmen dieser professionellen Bike Experience oder Camp Experience recht wichtig, weil hier leistungsorientiert ja auch Angaben gemacht werden. Das sind für mich, ich schmunzel an der Stelle, weil das für mich sehr, sehr gängige Dinge sind. Also ich fahre seit 4 Jahren Fahrrad und habe auch seit 4 Jahren, seit 3,5 Jahren einen Powermeter, und das GPS habe ich mir nach den ersten 2 Monaten gekauft, weil ansonsten wusste ich nicht, wie ich durch die Gegend navigieren sollte. Na gut, zurück zum Camp. Was richtig cool ist, dass es ein Cycling-Kit gibt. Es gibt das offizielle Sacalobra Team-Kit. Wie gesagt, es gibt die Hose, es gibt ein Jersey, es gibt Socken. Der Helm ist eine Leihgabe. Das ist ein Abus Airbreaker Helm, den man dann bekommt. Dann kommen wir zum Kapitel Nachsorge und Coaching. Was heißt das? Jeden Tag nach der Fahrt gab es, damit man den nächsten Tag auch entsprechend übersteht und überleben kann, gab es Recovery-Methoden. Ich fange mal mit dem ersten Zusatz an, den ich am Anfang nicht benannt hatte. Das Haus, in dem wir untergebracht waren, hat einen Pool gehabt. Im Januar in den Pool zu springen, ist nur was für Hartgesottene oder diejenigen Leute, die halt Eisbäder mögen. Ich gehöre zur letzteren Sorte. Das heißt, neben dem, dass man, sobald man durch die Tür getreten ist, einen Recovery Shake in die Hand bekommen hat von der Köchin, die das Ganze vorbereitet hat, gab es die Möglichkeit, ein Eisbad zu nehmen. Es gab jeden Tag eine Sportmassage. Das heißt, 2 Physiotherapeuten wurden organisiert und die haben jedes Gruppenmitglied für 20 Minuten täglich massiert. Darüber hinaus gab es in dem Haus, wo wir untergebracht waren, noch 2 Paare Kompressionsboots. Und dann gab es auch, das war ein Zusatz in diesem Camp, gab es eine Stretching-Coaching-Einheit, Stretching und Foam Rolling. Die hat einer der Masseure, der auch Physiotherapeut ist, hat die angeleitet. Man hat an die Hand bekommen, warum das Stretching so wichtig ist, wenn man das noch nicht wusste. Das wurde einem dann nochmal verdeutlicht. Man hat die Kernstretches gezeigt bekommen, die halt wichtig sind, und konnte die dann entsprechend durchführen, wenn man nach den Ausfahrten dann nicht zu faul war und einfach nur auf seinem Rücken liegen wollte und in sein Handy gucken wollte. Als besonderes Highlight dieses Camps gab es immer Coaching-Input nach den Fahrten. Das heißt, wir haben unsere Daten immer auf Strava hochgeladen. Und der Chef, der hat sich dann unsere Leistungsdaten angeschaut, und die wurden dann am Abend im Rahmen einer etwa 1- bis 1,5-stündigen, ich nenne es mal Review- und Coaching-Session, wurden die dann betrachtet. Das Ganze hat vor dem Abendessen stattgefunden. Das heißt, im Rahmen unseres Recovery-, Massage- und Rumhängerprogramms da in der Villa haben wir uns dann quasi abends versammelt an einem Punkt und haben gemeinsam den Tag, den wir durchlaufen haben, durchgesprochen, haben Input bekommen, was wir noch verbessern können, und haben dann entsprechend einen Ausblick auf den nächsten nächsten Tag bekommen. Darüber hinaus, was wunderbar war, gab es
gab es noch Input zu Fuel. Also was soll man warum auf dem Fahrrad zu sich nehmen, damit man entsprechend Leistung abrufen kann. Das war ein Workshop. Im zweiten Workshop haben wir verstanden, wie man Training Stress Score orientiert trainiert. Also wir haben quasi Leistungswerte beleuchtet. Wir haben Form, Fatigue und Fitness beleuchtet. Also das sind ja so die gängigen Maßangaben, wenn man mit einem Powermeter trainiert. Das sind die Themen, mit denen wir uns zusätzlich beschäftigt haben. Da hat der Chef einen ganz großen Schwank aus seiner Erfahrungskelle einfach mitgegeben. Jeder hat seinen Namen wiedergefunden in den Listen, hat seine Leistungswerte gesehen und konnte sich, so wie Männer das halt gerne machen, sich auch mit dem anderen dann entsprechend vergleichen. So, in der Sakalobra Cycling Camp Trainingswoche war ich in der Lage, 1600 Stresspunkte zu akkumulieren, was für mich schon relativ viel ist. Wenn ich das in den Vergleich zu meinen durchschnittlichen Stress-Scores von 2024 setze, war da der wöchentliche Stress-Score bei etwa 600. Nun sagt ein Stress-Score noch nicht besonders viel über die Qualität des Trainings aus, aber wie man hier auf der Grafik erkennen kann, sieht man, dass wir jeden Tag irgendeine Form der Belastung, vor allem in den Anstiegen, gefahren sind. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich würde das Fazit in 3 Teile unterteilen. Der erste Teil ist, wenn man mich fragen würde, ob ich das Camp nochmal machen würde, würde ich sofort sagen, ja. Ich habe tatsächlich nach dem Camp auch eine E-Mail an den Organisator geschickt und gefragt, ob er innerhalb der nächsten 2 Monate direkt noch einen Startplatz frei hat. War allerdings ausgebucht, aber ich war bereit, direkt das nächste Camp mit ihm zu buchen. Warum? Weil es strukturiert organisiert war und ich mich um nichts kümmern musste. Der Benefit des organisierten Programms ist natürlich, dass man es kümmert sich halt einer um einen. Man muss nicht besonders viel denken. Alles ist für einen organisiert und man kann sich vollumfänglich aufs Radfahren konzentrieren. Der zweite Punkt ist, ich habe sehr viele Impulse mitgenommen, die ich so vorher wahrscheinlich schon mal gehört hatte, aber noch nicht so klar rausgestellt hatte. Ich wusste auf längeren Ausfahrten immer nicht ganz genau, was ich mit meinen Kern- oder Hauptelementen der Fahrt machen soll. Jetzt weiß ich, dass ich mich auf einen Leistungswert zwischen 80 und 95% meiner Schwellenleistung einschießen kann. Das zweite Element war die Verpflegung. Wir haben ganz klare Anweisungen bekommen, wie man sich seinen eigenen Kohlenhydrate-Mix zusammenstellt und warum es so wichtig ist, dass man mindestens 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf dem Rennrad zu sich nehmen soll und wie das Ganze dann aufgebaut ist. Das habe ich direkt mit nach Hause genommen und in mein Training implementiert. Und der dritte Teil, und das ist irgendwie so ein Zusatzbenefit, der besonders für Social-Media-affine Leute wichtig ist. Es fährt in dem Begleitfahrzeug jemand mit, der auch Fotos von einem schießt. Das heißt, man bekommt qualitativ hochwertige Fotos von sich selbst aufbereitet. Es gibt sogar ein Fotoshooting in der Villa, das man an einem Tag durchführt. Und ansonsten gibt es zu jeder Fahrt, da muss man halt nicht seine eigenen Selfies und Handyvideos bei Strava und Instagram von mir aus hochladen, sondern man kann die hochqualitativen Aufnahmen von einer Spiegelreflexkamera benutzen. Und das ist für Leute, die sich selbst gerne beim Radfahren auch noch sehen, ein zusätzliches Benefit eines solchen organisierten Camps. Wenn ihr mehr über das Sakalobra Cycling Camp wissen wollt, dann schaut auf der Webseite, die ich euch verlinkt habe. Wenn ihr persönliche Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Darüber hinaus soll es in Zukunft auf meinem Kanal rennradbezogene Videos geben. Die Themen, über die ich gerne spreche, dazu habt ihr eine Idee in diesem Video bekommen. Also dann, Ade!